Es ist umso wichtiger, weil er immer mit mir spricht. Im ersten Spiel habe ich 45 Minuten gespielt, also sieht es besser aus. Sie sind ein gutes Team, also wenn Sie hier sind, dann müssen Sie ein gutes Team sein. Aber wir werden versuchen, gegen Sie zu gewinnen, also sind wir bereit. Ich denke, in der zweiten Halbzeit, wie du gesagt hast, waren wir besser, also müssen wir so weitermachen. Aber neue Dinge, du weißt ja, brauchen Zeit, also werden wir versuchen, unser Bestes zu geben. Ja, das waren einige der Aussagen, nicht alle, von Arda Güler. Er war gestern einer von 3 Spielern, die Interviews geben durften. Die hören wir uns natürlich alle an. Auch ein Aurélien Tchouaméni und ein Thibaut Courtois haben etwas gesagt. Und in diesem Video hören wir uns auch die anderen Aussagen von Arda Güler an, die den Titel ein bisschen bestimmt haben. Aber wir unterhalten uns auch natürlich darüber, dass heute Spieltag ist. Heute um 21 Uhr das zweite Gruppenspiel für Real Madrid gegen Pachuca. Ein sehr, sehr wichtiges Spiel, denn sollte Real Madrid heute verlieren, könnte es das mit der Club-WM schon gewesen sein. Und was auch sehr wichtig ist, heute kurz vor 9 startet mein Watchalong und dieses wunderschöne blaue Trikot von Real Madrid wird verlost. Wer das gewinnt, das bestimmst du heute Abend im Chat, also seid alle da. Ja, wir unterhalten uns heute natürlich über das Spiel, über das Interview, wie geht's Kylian Mbappé, wie geht's Antonio Rüdiger etc. pp. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Viel Spaß dabei. Wisst ihr noch, als ich euch gestern im Video gesagt habe, auf das Spiel Sundown gegen Borussia Dortmund freue ich mich besonders, als wenn ich eine Vorahnung gehabt hätte. Die Borussia aus Dortmund gewinnt mit 4:3 gegen die Südafrikaner. 7 Tore, ein Offensivspektakel. Es hat Spaß gemacht zuzugucken und das war mal wieder die beste Werbung für die Club-WM. Danach um 21 Uhr hat Inter Mailand gegen Urawa Red 2:1 gewonnen, haben das Ergebnis gedreht, die waren am Verlieren und haben sich damit die Zukunft der Club-WM noch nicht ganz verbaut. Sind wir mal gespannt, wie das letzte Spiel ändert. Danach, Fluminense hat sich auch in den Torreigen angeschlossen, gewinnt mit 4:2, also 6 Tore, wieder spektakulär. Gestern hat sich Fußballspielen oder das Zugucken auf jeden Fall gelohnt. Und um 3 Uhr das Spiel, was uns Madridistas alle interessiert hat. Sergio Ramos gegen Franco Mastantuono, Monterrey gegen River Plate. Im Endeffekt leider ein 0:0. Das sind wohl eher bessere Nachrichten für Sergio Ramos. Als Verteidiger unterschreibt er das, glaube ich, eher als ein Franco Mastantuono. Aber Franco Mastantuono scheint endlich etwas besser mit dem Fokus der ganzen Kameras klarzukommen, dass er der neue Transfer ist als 17-Jähriger zu Real Madrid. Er hat ein deutlich besseres Spiel gezeigt als im ersten Spiel. Es ging so weit, dass er sogar zum MVP der Partie gewählt wurde. Also ein Franco gewöhnt sich langsam daran und hat gezeigt, er ist ein Spieler, der die Zukunft bei Real Madrid mitbestimmen kann. Also, tolles Spiel im Endeffekt, auch wenn das 0:0 dieses Spiel nicht widerspiegelt. Ja, dann geht es heute bei der Club-WM weiter. 18 Uhr Juventus Turin gegen WAC. Die Italiener haben in ihrem ersten Spiel überzeugt. Vor allem die Flügel Conceição und Kenan Yildiz haben sehr viel Spaß gemacht. Sind wir mal gespannt, ob die das heute wiederholen können. Klarer Favorit, also schätze ich mal schon. Und dann um 21 Uhr das Hauptgericht. Genau. Real Madrid gegen Pachuca. Wie gesagt, das zweite Gruppenspiel für uns, für die Königlichen. Ein sehr wichtiges Gruppenspiel. Die Club-WM könnte vorbei sein. Ich glaube, Florentino Perez würde dann leicht eskalieren. Also hoffen wir mal, dass die Mannschaft heute den Sieg holt. Wobei es natürlich total kompliziert ist. Ihr werdet gleich die Interviews der Spieler hören. Jeder einzelne von denen hat gesagt, das braucht Zeit, dieses System von Xabi Alonso anzuwenden. Thibaut Courtois hat nochmal klargestellt, ja, wir haben nun mal 4 Jahre unter Carlo Ancelotti trainiert. Das ist keine Kritik, wir haben sämtliche Titel geholt, aber es ist ein komplett anderes Konzept und das braucht Zeit. Also, wir werden heute natürlich noch nicht das Real Madrid sehen, 100% von Xabi Alonso. Ich schätze mal, wir sind vielleicht gerade mal bei nicht mal 10%. Also wir dürfen alle keine Wunder erwarten. Trotzdem schauen wir heute alle zusammen, drücken die Daumen, dass die 3 Punkte geholt werden. Denn
das ist im Endeffekt heute erstmal das Wichtigste. Ja, danach um 12 Uhr spielen erstmal unsere Gruppengegner Al-Hilal gegen Salzburg. Die Österreicher haben das erste Spiel gewonnen, also auch das Ergebnis könnte wichtig sein für Real Madrid. Und um 3 Uhr morgens dann Manchester City gegen Al-Ahly. Das werde ich mir nicht anschauen, bin ich ganz ehrlich. Ja, das ist, was gerade bei der Club-WM abgeht. Und nach der Club-WM kommen wir natürlich, wie ihr es kennt, während dieser Club-WM zu einem Zuschauerkommentar. Und da hat der liebe Julian geschrieben, du bist echt der Einzige, bei dem man die Infos bekommt, bevor man sie schon 20 Mal in irgendwelchen Artikeln gelesen hat. Und das hat mich unglaublich gefreut. Ja, ich versuche natürlich bei meinen Videos immer so aktuell wie möglich zu sein. Und heute das Video ist ehrlich gesagt ein gutes Beispiel. Denn eigentlich habe ich mir ganz andere Themen schon aufgeschrieben gehabt, hatte den Skript schon, habe schon übersetzt. Es ging um Grimaldo und Carreras als kleiner Tipp. Vielleicht kommt da morgen was zu. Aber dann gab es in der Nacht die Pressekonferenz von Xabi Alonso. Finde ich sowieso immer sehr interessant. Wenn ihr die komplett übersetzt hören wollt, lasst das bitte in den Kommentaren. Dann kann ich die gerne später mal posten. Aber vor allem haben Arda Güler, Tchouaméni und Thibaut Courtois Interviews gegeben und der Türke hat dabei wohl den interessantesten Nebensatz fallen lassen und ehrlich gesagt fing das Interview relativ harmlos an, aber was da los ist, erfahrt ihr jetzt. Fangen wir erstmal an mit einer Aussage von Aurélien Tchouaméni. Und das ist tatsächlich die Aussage, die mich am meisten begeistert hat. Tchouaméni, der weiß, wie es ist, bei Madrid gefeiert zu werden, 3-mal am Stück Spieler des Monats als Sechser. Ich glaube, das gab es in der Geschichte von Real Madrid noch nie. Und das, obwohl er am Anfang der Saison ausgepfiffen wurde. Was das für eine mentale Stärke braucht. Das ist das, was mich bei Tchouaméni am meisten beeindruckt. Natürlich sein Fußball, aber vor allem seine Mentalität, seine mentale Stärke. Und die Antwort, die ihr jetzt hören werdet, die hat mich mal wieder komplett begeistert vom Franzosen. Hören wir da zusammen einmal rein. Wir müssen einfach gewinnen. Für mich und für meine Teamkollegen war es zum Beispiel sehr schwer, das Champions-League-Finale zu sehen, ohne dass wir dabei waren. Entschuldige. Deshalb müssen wir wieder gewinnen. Das ist der Anspruch des Clubs, aber auch unser eigener. Deshalb wollen wir diesen Wettbewerb gewinnen. Danke. Wir müssen wieder gewinnen. Es tat mir und meinen Kameraden unglaublich weh, nicht beim Champions-League-Finale dabei zu sein. Genau das ist die Mentalität, die Real Madrid braucht. Genau das ist die Mentalität, die ich von meinen Spielern sehen möchte. Und der Franzose, ich habe mich mal wieder sofort verliebt in seine, wie gesagt, unglaubliche Mentalität. Ja, dann wurde Thibaut Courtois gefragt, ob seine Aussage, dass wir von 4 Jahren Carlo Ancelotti kommen, ob das eine Kritik war, etc. Und er hat direkt klargestellt, dass das nicht so ist. Hören wir uns die Aussage von unserem Torwart einmal an. Es ist das, was der Trainer gesagt hat. Am Ende müssen wir reingehen, um zu gewinnen und versuchen, in den Spielen alles zu geben, damit es klappt. Und ich glaube, wir Spieler haben große Lust darauf. Und wie ich schon vorher gesagt habe, ist das keine Kritik an den letzten 4 Jahren, in denen wir viele Trophäen gemeinsam gewonnen haben. Am Ende ist es einfach ein anderer Stil. Und klar, wir haben 4 Jahre lang mit demselben Stil gespielt. Einen neuen Stil zu wechseln ist nicht so einfach, aber das ist natürlich überhaupt keine Kritik an der Vergangenheit. Ich denke, wir haben mit Ancelotti viel gewonnen, aber jetzt ist Alonso da, der etwas anderes macht. Und wir müssen versuchen, uns diesem Stil anzunähern. Ja, wie eben schon erklärt, es war keine Kritik. Wie soll das auch eine Kritik sein? Madrid hat alles gewonnen unter Ancelotti, die meisten Titel in der Geschichte des Vereins. Kein normaler Mensch kann Carlo Ancelotti kritisieren für seine Legacy bei Real Madrid. Auch gestern hat jemand in meine Kommentare geschrieben, Mario, jetzt reicht's, du haust immer auf Carlo Ancelotti. Ich habe gestern in meinem YouTube-Video noch gesagt, er verdient eine Statue vom Santiago Bernabéu. So, ich weiß nicht, wie das Kritik sein soll. Trotz alledem darf ich kritisieren, dass auch ein Carlo Ancelotti hier und da mal ein paar Fehler gemacht hat. Im Großen und Ganzen trotzdem wahrscheinlich der beste Trainer, den wir je hatten. Also, noch einmal, es ist nicht als Kritik an Carlo Ancelotti gemeint. Ja, wie dem auch sei, bevor wir jetzt zu den Aussagen von Arda Güler kommen, noch ein neues Update. Was geht gerade bei Real Madrid? Was ist da los? Kommen wir zu erfreulichen Nachrichten. Der ersten
sehr erfreuliche Nachricht, Antonio Rüdiger. Ich blende euch ein, wer nominiert ist für das Spiel heute Abend und ihr werdet lesen, Antonio Rüdiger ist mit dabei. Xabi Alonso hat gestern in der Pressekonferenz auch klargemacht, er hat wieder das Okay von der medizinischen Abteilung. Er wird ein wichtiger Teil dieser Mannschaft sein und auch da ein Antonio Rüdiger, seine Präsenz, seine gute Stimmung, seine starke Abwehrleistung. Natürlich ist er wichtig. Ein Xabi Alonso hat auch klar gemacht, die anderen brauchen noch ein bisschen mehr. Ein Carvajal, ein Militao. In Spanien sagt man, es könnten noch 4 Wochen sein. Und ganz ehrlich, ich finde das richtig. Natürlich ist mir die Club-WM wichtig. Aber ein Carvajal und ein Militao, wenn die sich nochmal verletzen, müsste man darüber nachdenken, wie es mit der Karriere, ob es überhaupt weitergeht. Dani Carvajal hat natürlich schon ein entsprechendes Alter. Ein Eder Militao hat 2 ganz schlimme Verletzungen, die schlimmsten in der Welt des Fußballs, hinter sich. Also noch eine schlimme Verletzung könnte es auch mit der Karriere des Brasilianers sein. Da lieber Piano. Riskier nicht wegen der Club-WM. Warte von mir aus noch 4, 5, 6, 8 Wochen, wie viel auch immer. Sorge dafür, dass wenn die Jungs wieder zurückkommen, zu 100% fit sind. Wir haben letztes Jahr gesehen, was passiert, wenn ein Spieler zu früh, zu stark belastet wird. Das wollen wir bei unserem Madrid nicht mehr erleben. Wir haben die letzten 2 Jahre genug gelitten, wenn es um Verletzungen ging. Ja, und das zweite positive Thema im heutigen Video. Kylian Mbappé, die ganze Club-WM war ja in Gefahr, aber Xabi Alonso hat in der Pressekonferenz Entwarnung gegeben. Es geht ihm wieder besser. Er könnte sogar am letzten Spieltag gegen Salzburg, am letzten Gruppenspieltag, hoffentlich nicht der letzte Spieltag, hoffentlich schaffen wir es in die K.O.-Runde. Auf jeden Fall könnte er da schon nominiert sein. Ich zeige euch Bilder, wie er gestern mit den Physios am Strand spazieren ging. Also das sind auf jeden Fall auch schon mal gute Zeichen. Diejenigen, die gesagt haben, er hätte schon trainiert, das ist leider Quatsch. Ich weiß nicht, warum diese Informationen in TikTok etc. unterwegs waren. Er hat natürlich noch nicht trainiert, aber er war langsam wieder spazieren. Es geht in die richtige Richtung. Ja, bei wem es hoffentlich auch in die richtige Richtung geht, ist, bei meinem Augenstern, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, Arda Güler. Wir alle haben gesehen, was er in der zweiten Halbzeit gegen Al-Hilal geleistet hat. Er hat die ganze Mannschaft auf ein anderes Niveau gehoben. Anstatt hinten drin zu stehen, die Bälle zu verlieren, die ganze Zeit nur hinterher zu laufen und uns zu wundern, wie gut Al-Hilal Fußball spielen kann, auf einmal hatten wir das Kommando. Wir haben gepresst. Arda schießt an die Unterlatte. Wir holen Elfer raus. Wir machen Druck. Ein ganz anderer Fußball. Der Ball, das Wichtigste, die Ballsicherheit. Das hört sich so simpel an, aber in der ersten Halbzeit haben wir gesehen, was passiert, wenn du keine Ballsicherheit hast. Da rennst du die ganze Zeit hinterher und bist nach 60 Minuten körperlich K.O. Das ist natürlich das Wichtigste, das Beste, was der Türke in die Mannschaft bringt. Einmal sagt er etwas über Dienhausen, was ich sehr lustig fand. Und danach sagt er das, was ihr in der Überschrift gelesen habt, ne? Oder im Thumbnail gelesen habt. Wie seine Zukunft aussieht, wenn er nicht spielt. Hören wir da zusammen einmal rein. Was ist mit den neuen Jungs im Team? Houghton, Trent, was hältst du von ihnen? Sie sind alle gute Leute. Von Anfang an war ich ihm sehr nah. Er ist frech und ein sehr guter Spieler. Trent auch. Dein bester Freund. Ja, einer von ihnen. Danke, Ali. Ist dir in letzter Zeit Madrid durch den Kopf gegangen? Nein, Nichts weiter. im Moment nicht. Aber natürlich, wenn man nicht spielt, denkt man an alles. Man denkt über alles nach, aber im Moment liegt mein voller Fokus auf Madrid. Auch da war das Übersetzungsprogramm leider nicht perfekt. Er sagt, er wird natürlich nicht gefragt, denkst du über Madrid nach, sondern denkst du darüber nach, Madrid zu verlassen, über deine Zukunft nach. Und er stellt klar, bis jetzt habe ich noch nie darüber nachgedacht. Und das, obwohl er meiner Meinung nach die härteste Zeit schon hinter sich hatte. Ich möchte gegen Carlo Ancelotti, wie eben erwähnt, nicht nachtreten, aber ein Carlo Ancelotti hat nach einem anderen Konzept die Mannschaft geführt. Bei ihm ist das immer so gewesen, die Jungen müssen sich ihre Sporen verdienen. Die müssen erstmal ihre Zeit auf der Bank absitzen, egal ob sie Fede Valverde heißen, Vini, egal, auch ein Arda Güler, die mussten erstmal auf der Bank versauern. Und das ist bei einem Xabi Alonso einfach anders. Das hat man bei Leverkusen gesehen, das hat man bei Real Sociedad B gesehen, das hat man auch bei Real Madrid am ersten Spieltag gesehen. Ein Gonzalo Garcia aus Castilla, 90 Minuten als Mittelstürmer. Also man hat schon gesehen, ein Xabi Alonso hat kein Problem damit, jungen Spielern Minuten zu geben. Ja, und wie gesagt, nachdem Arda Güler die Zeiten hinter sich hat, hat er aber auch gesagt, wenn man nicht spielt,
dann muss man natürlich schauen, was man macht. Und auch da kann ich Arda Güler verstehen, wenn er diese Saison wieder nur auf der Bank sitzt. Er ist einer der größten Talente in der Welt des Fußballs. Er beweist Woche für Woche, wenn er eine Chance kriegt, was er auf dem Platz leisten kann. Wenn nach Carlo Ancelotti ein Xabi Alonso nicht auf ihn setzt, dann würde ich mir an Ardas Stelle auch einen neuen Verein suchen. Bei einem Carlo Ancelotti habe ich in meinen Videos immer gesagt, Leute, wartet ab, ein Carlo Ancelotti ist nicht mehr lange Trainer bei Real Madrid. Der nächste, da muss Arda schauen, wie seine Chance aussieht. Ein Xabi Alonso, ich hoffe, ich bete dafür, dass er die nächsten 10, 20 Jahre Trainer von Madrid ist, also zumindest 5 hoffe ich. Wenn ein Trainer, der so lange an den Verein gebunden ist, nicht auf dich setzt, dann muss man nach einer neuen Alternative suchen. Aber um alle erstmal zu beruhigen, ich kann es mir unter keinen Umständen vorstellen. Ein Xabi Alonso wollte ihn schon bei Leverkusen haben. Ein Xabi Alonso hat gesehen, was er gegen Al-Hilal in der zweiten Halbzeit geleistet hat. Und vor allem wurde ein Xabi Alonso gestern in der Pressekonferenz nach dem Türken gefragt. Hören wir uns mal an, was der neue Trainer zu sagen hat. Kian Sabani von Managing Madrid. Arda Güler hat heute früher gesagt, dass er es vorzieht, im Mittelfeld statt auf dem rechten Flügel zu spielen, weil er in dieser Position öfter den Ball berührt. Deshalb wollte ich wissen, wie du das siehst. Wo siehst du seine beste Position und wie kann er dem Team am meisten helfen? Ja, ich stimme Arda zu. Er muss nah am Ball sein. Er ist ein besonderer Spieler, denn je mehr Ballkontakte er hat, desto besser bedient er normalerweise seine Mitspieler und desto besser spielt das Team. Und neulich hatte er in der zweiten Halbzeit einen sehr guten Einfluss. Je näher er also am Geschehen ist, desto mehr hilft es ihm, denke ich. Ja, wie ihr gehört habt, es ist ein besonderer Spieler. Im spanischen Original hat er gesagt, er ist ein spezieller Spieler. Umso näher er am Ball ist, umso öfter er am Ball ist, umso besser wird er, umso besser macht er die Mannschaft um sich herum. Und er sieht einen Arda Güler dadurch natürlich nicht mehr als rechten Flügel, wo er nur alle 10 Minuten einmal den Ball berührt hat, sondern im Spielaufbau. Genau die Position, die ein Arda Güler auch haben will. Und wenn wir jetzt mal zwischen den Zeilen lesen, er sagt, umso öfter er am Ball ist, umso besser ist er. Was natürlich auch bedeutet, umso öfter er spielt, umso besser ist er. Nicht nur im Mittelfeld, sondern viel mehr Minuten. Also diese Aussagen von Xabi Alonso haben mich schon sehr beruhigt. Er scheint einzusehen, dass Arda Güler ein besonderer, ein spezieller Spieler ist und sehr oft am Ball sein muss und dadurch die ganze Mannschaft besser wird. Ja, bin ich gespannt, ob ihr die Aussagen genauso interpretiert wie ich. Wenn ja, lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und nicht vergessen, heute kurz vor 9 startet das Watchalong. Umso mehr, umso besser. Denkt dran, dieses Ding, dieses wunderschöne Trikot wird verlost. Also, wir sehen uns heute Abend. Wenn ihr keine Zeit habt, sehen wir uns spätestens morgen bei meinem nächsten Video. Bis dahin. A la Mavi!